Hallo zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute zeige ich euch, wie letzte Woche versprochen, mein Weekly Bullet Journal Setup für Oktober. Wenn ihr mein Oktober Bullet Journal Setup von letzter Woche gesehen habt, wisst ihr, dass mein Thema für Oktober Halloween ist. Wenn ihr mein Video von letzter Woche noch nicht gesehen habt, dann habe ich euch das Video in der Beschreibung verlinkt. Mein Weekly Bullet Journal Setup für Oktober ist nämlich im gleichen Thema. Falls ihr auch so ein riesen Halloween-Fan seid wie ich, aber noch ein paar Halloween-Doodle-Ideen braucht, habe ich euch mein Video von vor 2 Wochen in der Videobeschreibung verlinkt. Ich habe die Weekly Bullet Journal Setup-Ideen immer abwechselnd mit jeweils einer Art von Geister-Doodles dekoriert. Wenn ihr mein Oktober Bullet Journal Setup gesehen habt, wisst ihr, dass ich 2 verschiedene Doodle-Styles miteinander kombiniert habe. Die Tage bei der ersten Weekly Bullet Journal Setup Idee habe ich mit Boxen voneinander abgegrenzt, weil das irgendwie am besten für mich funktioniert. Ich mag es, wenn alles deutlich und auf einen Blick voneinander abgegrenzt ist. Unten drunter habe ich dann ein paar Geister-Doodles eingezeichnet. Für Woche 2 habe ich wieder die andere Art Geister-Doodles als Deko genommen. Allerdings bin ich mit der Weekly Setup Idee nicht so super zufrieden. Hier habe ich auch kleine Fledermäuse eingezeichnet, weil das sonst ein bisschen zu leer ausgesehen hätte. Die dritte Weekly Bullet Journal Setup Idee ist ähnlich wie die erste aufgebaut. Hier habe ich auch wieder jeweils eine Box für einen Wochentag vorgesehen und unter die Boxen habe ich wieder ein paar Geister-Doodles eingezeichnet. Die 4. und 5. Woche im Oktober habe ich zusammen in eine Weekly Setup Idee gepackt. Ich wollte nämlich mal eine Running To-Do-List ausprobieren. Aber nicht gleich für einen ganzen Monat, sondern erstmal für 2 Wochen ausprobieren. Dafür habe ich auf der linken Seite jeweils 3 Zeilen für einen Wochentag vorgesehen, in die ich wichtige Termine für diesen Tag schreiben kann. Am rechten Rand auf der Seite habe ich dann auch noch so eine Art kleinen Habit-Tracker integriert, weil ich jeden Tag ein paar Sachen auf meine To-Do-Liste schreibe, die immer gleich sind. Dazu gehört zum Beispiel Workout oder auch Lesen. Auf die rechte Seite habe ich dann eine etwas größere Box eingezeichnet, in die ich alle Sachen schreiben werde, die ich über die 2 Wochen erledigen muss. So muss ich Sachen nicht ausstreichen, wenn ich sie mal an einem Tag nicht geschafft habe, sondern kann sie einfach dann abhaken, wenn ich sie geschafft habe. Habt ihr schon mal eine Running To-Do-List gemacht und wenn ja, wie seid ihr damit zurechtgekommen? Wenn euch das Video zu meinem Weekly Bullet Journal Setup für Oktober gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Ansonsten sehe ich euch beim nächsten Mal.